Auf unserem Weg durch Deutschland sind wir an der Bergstraße in Hessen angekommen. Wir sind in der Stadt Heppenheim mit einer Altstadt wie aus dem Bilderbuch. Heppenheim liegt im Westen von Deutschland. Wir sind hier südlich von Frankfurt an den Hängen des Odenwald. Die Straße, die Darmstadt mit der Stadt Heidelberg verbindet, die heißt Bergstraße, eine alte Römerstraße. Wir parken auf dem großen Parkplatz gleich neben der Fußgängerzone. Von hier geht es bergan in die Altstadt von Heppenheim. Das ist die Fußgängerzone. Heppenheim hat etwa 30.000 Einwohner. Hier am Wormser Tor steht ein Modell, das Heppenheim im Mittelalter zeigt. Mit Stadtmauer, Dom und den engen Gassen. Das ist ein Bild von Heppenheim im Jahr 1620. Die Straßen und Gassen der Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern. Erstmals erwähnt wurde der Ort übrigens 755. Damals hat Karl der Große das Gebiet dem Reichskloster Lorch geschenkt. Das Stadtrecht erhielt Heppenheim 1318. Das faule Viertel. Hier war früher der Sitz des Vogtes, also des Verwalters von Kloster Lorch. Der Vogt, der hieß im Mittelalter Faut. Daher hieß das Viertel Fautsches Viertel. Und da es hier Landwirtschaft gab und entsprechend roch, wurde daraus das faule Viertel. Das Stelzenhaus, das stammt aus dem 17. Jahrhundert. Hier war eine Schmiede und unter der Vorlaube konnte der Schmied auch im Regen die Pferde beschlagen. Zweimal wurde die Stadt durch Feuer fast vollständig zerstört, aber man baute Heppenheim immer wieder auf. Wir kommen zum Mittelpunkt der Altstadt, der Marktplatz. Hier stehen 2- und 3-geschossige Häuser. Das Fachwerk, das entstand nach dem Stadtbrand von 1693. Die Untergeschosse, die sind rund 100 Jahre älter. Das Rathaus, der untere Teil, wurde 1550 gebaut. Das Fachwerk stammt von 1705. Es gibt eine Menge Gastronomie hier. Man muss schon passend kommen, um den Platz menschenleer vorzufinden. In dem Haus rechts war früher eine Apotheke. Dort verbrachte Justus von Liebig einen Teil seiner Lehrzeit. Der Mann wurde später Chemiker und gilt als Erfinder des Backpulvers und des Mineraldüngers. Das kleine Haus rechts, da wurde eine Frau mit dem Namen Margarete Berg geboren. Sie wurde dann später die Großmutter mütterlicherseits von Fürstin Grazia Patricia von Monaco. Hier muss man durch die Gassen gehen, überall findet man Interessantes. Da oben, das ist St. Peter. Die Peterskirche nennt man hier Dom der Bergstraße. Neben der Kreuzungsgruppe geht es durch das Portal in den großen Innenraum. Hier, dieser Nebenaltar ist interessant. Man gedenkt hier Marianne Cope. Die Franziskanerin wurde in Heppenheim geboren und wuchs hier auf. 1839 war sie nach Amerika ausgewandert. Sie wurde 2021 heilig gesprochen, weil sie sich fast 30 Jahre lang um verbannte Leprakranke auf einer fast unzugänglichen Halbinsel bei Hawaii kümmerte. Robert Louis Stevenson, der schrieb den Roman Die Schatzinsel, besuchte Marianne Cope während einer Südseeinselreise. Er begleitete sie eine Woche lang und schrieb ihr zu Ehren dann ein Gedicht. Außerhalb der Heppenheimer Altstadt liegt ein kleiner Park, der nach Marianne Cope benannt ist. Im Marianne-Cope-Garten stehen Ehrenmale und hier gibt es dieses sehenswerte Stück. Das ist ein kleiner Teil der Römerstraße, der in Heppenheim ausgegraben wurde. Pflastersteine der Römer, so hat die Bergstraße mal ausgesehen. Oberhalb der Altstadt steht übrigens die Starkenburg. Die Stadtmauer um die Altstadt hat man im 19. Jahrhundert größtenteils abgebrochen.
Heppenheim war auch schon mehrmals Filmdrehort. Hier wurden für 3 sogenannte Bollywood-Filme Szenen gedreht. Das hier sind Bilder aus der bisher letzten der Kinofilmproduktionen. Spark heißt der Film aus Indien. Eine der schönsten Gassen der Altstadt, die Schunkengasse. Das sind alles Häuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Früher waren hier Geschäfte, heute sind hier Wohnhäuser. Sehr romantisch hier. Die Schunkengasse, die führt zum Marktplatz. Wir gehen weiter durch die engen Gassen, mal bergab, mal bergauf. Früher stand hier eine Burg. 1700 baute auf den Grundmauern ein Burggraf das Stadtschloss. Heute ist hier eine Schule drin. Der Kurmainzer Amtshof aus dem 14. Jahrhundert. 1948 wurde hier in diesem Gebäude die FDP gegründet. Gegenüber beginnt die Gasse Kleine Bach. Hier lief früher der Stadtbach. Interessant sind diese Häuser. Als man hier nämlich eine Tiefgarage baute, mussten die versetzt werden. Das Haus mit der Nummer 12 wurde 1560 gebaut. Es wurde 1994 auf ein benachbartes Grundstück versetzt und später wieder zurückversetzt. Haus Nummer 14 wurde 1430 gebaut. Es ist das älteste noch erhaltene Fachwerkhaus der Stadt. Für den Bau der Tiefgarage war das Haus zerlegt und anschließend wieder aufgebaut worden. Im Mittelalter soll diese Gasse etwas unheimlich gewesen sein. Da hier der Bach floss, war es eng und dunkel. Heute ist es hübsch hier. So wie in der ganzen Altstadt von Heppenheim. Hier kann man lange durch die Gassen schlendern. Überall findet man Hübsches, Romantisches und Interessantes. So, das war's aus Heppenheim an der Bergstraße in Hessen. In diesem Sinn, tschüss.